So we gotta climb up the pylon. Not that there's really an up, but, you know. Wir klettern auf die Pylone. Willkommen zurück zu Star Trek Resurgence. Ich bin Dennis und wir sind unterwegs mit Carter und seiner Kollegin, um hier das Schiff zu retten, nachdem ein Weltraum-Tsunami, ein Ionensturm-Tsunami eingeschlagen hat. Dafür müssen wir jetzt viele Energiebälle zerschießen. Das ist Star Trek für euch. Willkommen in der Welt verrückter Physik. Aber dafür lieben wir doch alle Star Trek, oder? Was wollt ihr denn hier? Warum guckt ihr dann diese Serie über Ionenstürme und Kristallwesen, die im Weltall umherfliegen und was ist noch alles für wilde Wurmlöcher, schwarze Löcher. Jede Menge Löcher im Weltall. Ich weiß, das sind gar nicht wirklich Löcher. Man kann nicht so richtig viel miteinander schießen, dann ist der Phaser an. Die Zelle immer so ein bisschen wieder aufklappen. Vorsicht! Gott! Wieso steht sie denn hier? Und macht nichts! Schieß doch auf, du hast doch... Ah! Du hast doch auch einen Phaser. We're at the regulator. Opening the access panel. I am now halting the EPS flow to the port nacelle. We have little time before it causes an overload in the engine. You must work efficiently. Ja, ich mache ja schon. Hört auf, mich zu hetzen. Ich bin Ingenieur, kein Schnellzug. Muss diese ganzen komplizierten Sachen hinbekommen hier. So EPS manifold adjusters reset to neutral. Steuerungseingaben. Naja, mach weiter. Nicht labern, machen. Ja, die Dinger kenne ich doch auch noch aus. So. Das sieht doch gut aus. The EPS lines to the port warp engine are back in balance. Almost done. Once I cycle the manifold nozzles, Chobot can... Das ist nicht gut, oder? Die andere Klammer? Wir hatten die Hülle gerade erst lackiert. Warum unterhält der sich da eigentlich an der Captain an Bord der Station, während schon seit Minuten sein Schiff in krasser Gefahr schwebt? Get down! Here's the bridge. We just lost the docking clamp. We've got a lot of debris coming down. All vibrations, too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release the ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Not working? What are our options? The docking clamps are fitted with exploding bolts for an emergency release. We've got crew out there. That'd be like setting off a bomb next to them. Maybe there's another way. Starbase is hailing us. Put him through. Resolute, the remaining mooring arm is failing. You need to disengage from the starbase now. The damage to the station will be catastrophic. We have crew outside and are looking for the We have safest way to... people on this station. If that mooring arm breaks, we could lose dozens of crew. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps. And repel the engineering crew right off the hull into the storm. This is Captain Solano. Put me on screen. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Chara? Captain, you brought me here because you trusted me. Can you trust me now? You better be sure you make the right decision. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. Können Sie nicht einfach hüpfen? There is protocol. And there are lives. Starbase, stand by. We're gonna flip hull polarity to disengage the clamps. Yes, Commander.
Ja. Repair crew, this is acting Captain Jara Ryder. Müssen wir einfach nur Be hüpfen. advised, we are going to reverse whole polarity to free us from the remaining docking clamp. Tether yourself and deactivate your boots on my mark. Understood. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oh Gott. 2, 1. Mark! Das hat ja nicht so gut geklappt. Grab my hand. Oh Gott. I got you. Thank you. Plasma imbalance is reaching critical condition. We are moments from primary system failure. I got it. Oh Gott, dieses Schiff wird echt nur noch von irgendwie Ducktape zusammengehalten, oder? Ah, komm schon! Jetzt drück! Ja. Drück schon! Ich hab doch gemacht! Was soll ich denn noch machen? Komm schon! Ja, wozu seid ihr denn zu zweit da? Jetzt sind doch gar keine grünen Bälle mehr da. Die sie abschießen muss. Dass die gesamte Stabilität des Schiffes an diesem einen Hebel hängt. Das ist schon auch ein bisschen eine interessante Konstruktion. Oh, da sind die grünen Bälle wieder. Look out! Oh, fuck. Bleib hier. Sie muss auf die I Krankenstation. got you. Petty Officer Etzelar's hurt and unconscious. I'm gonna have to tow her back to the airlock. Mr. Diaz, the situation has changed. You are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc if you approach the main hull the way you came. But Commander, the way we came is the nearest airlock. There is an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Etzelar there to access the interior. Roger that. Going there now. Oh, ist das eine fiese Situation. Ja. Warum ist denn mein erster Arbeitstag so kompliziert? Also für die erste Offizierin. Ja, okay, zugegebenermaßen haben die beiden hier gerade den beschisseneren Arbeitstag und das ist nicht ihr erster Tag. I'm at the auxiliary hatch. Oh, sie ist bei Bewusstsein. Beeindruckend. Wollt ihr vielleicht ins Schiff einsteigen? Muss ich wieder Knöpfe drücken. You go first. What? Let me save your neck this time. Geht doch einfach beide schnell! In der Zeit, in der ihr geredet No habt. time to fight me on this. Get in there. Not on your life. Let's not let it come down to that. Du gehst vor, ich hab Plot-Armor. Au. Okay, vielleicht habe ich doch keine Plot-Armor. Vielleicht sterbe ich dann doch einfach. Direkt. Und? Beide noch am Leben? We made it. Yes! Mein erster Arbeitstag und ich habe keinen aus der Crew verloren. Woohoo! They're safe. Bringing the SIF fully online. Do it. Ach, so viel Aufregung. Jetzt erstmal einen Kaffee. Der Preis der Pflicht. Nilly. I'm good. Help me with him. He's not good. Naja, wir sind ja durch so einen Hilfsschacht reingekommen. Let's get this off. Oh, der sieht aber überhaupt nicht gut aus. Medical. Got one wounded at my location. Carter. You don't look so good.
lustiges Schwebebett. You gotta be more careful. I just got here. I'm not ready to see you two get blown to space dust just yet. Now let's get you down to sickbay. Great. Sie ist doch aber auch verletzt, die Nilly. Die war ja zwischendurch bewusstlos, also ja, das ist vielleicht nicht so gut, dass man sie das so beachtet hat. Status report. The repair crew made it inside. EPS flow is back to nominal levels. The SIF is back up. How does this affect mission readiness, Mr. Ermott? Releasing the docking clamps using hull polarity minimized damage to the Resolute. We'll have some last-minute repairs to make, but if we reapportion some of the staff, we can make our departure on time. As of now, however, we are successfully moored to the station. Good to hear. Send updates to my ready room. Commander Rydek, with me. Also ich habe das Gefühl, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Sein Ziel ist doch, pünktlich zur Mission zu erscheinen. Seine Entscheidung wäre halt falsch gewesen. Das ist jetzt schwierig zuzugeben für ihn, ne? You disobeyed my orders. Ja, das waren dumme Befehle. Well? Respectfully, Captain, I made the right choice given the You information I had. disobeyed my orders! And not just in front of the bridge crew, but the starbase staff as well. That's going to get around. My name's already tarnished around the fleet. But what is it going to do to my credibility on this ship? From the top to the bottom. Bridge to lower decks. Captain, I told you I'd be honest, so here it is. Maybe I shouldn't have disobeyed a direct order, but you were wrong. You weren't on board, and you didn't have all the information. So I made the right decision for the ship. If you're worried about your credibility, put your ego aside and trust your crew. Trust me. You might have won some fans on the bridge with that stunt, but not everyone. Lieutenant Commander Chovak has already bent my ear. I'm sure he doesn't take it personally. He'll get over it in time. Mr. Chovak is more complicated than he would want to admit. I guess we all are. And, if I'm being honest, I'm not sure what I would have done in the moment either. You never really know if you weren't in those shoes. So, let's just boil it down to, you did what you had to. That'll have to be good enough for me. Thank you for understanding, sir. I'm sure no one knows the burden of command as well as you do. I'm sure you will, someday. Ich fand, ich habe das schon ganz gut gemacht jetzt gerade mit dem Kommando. Despite it all, we got our final Starfleet clearance to depart. Nach all So dem, if was you'll passiert fetch ist. Mr. Ermott, we'll knock out the final details of any outstanding repairs, and then we'll set out for Hotari. Yes, sir. Mein Gott. Ich dachte jetzt, die geraten noch stärker aneinander, die beiden. Aber das ging ja dann jetzt doch ganz glimpflich. So lustig, wie diese winzigen Mini-Kapitelchen immer so eingeleitet werden, als wäre es eine ganze Episode von der Serie. Das hätten sie vielleicht etwas... All departments reporting halbe full Stunde mission machen. readiness. Nicht alle 5 We've got our full complement on board. This is my favorite moment, right now. The start of a new mission is always full of possibility. The Orion Syndicate could sell it as a drug. Don't let the Admiralty hear you say that. Na, was wird sein Geh auf Warp Befehl sein? Captain on the Jeder bridge. Captain was Spezielles. Sit. Sit, everyone. You all know, I'm not big on speeches. We're embarking on the first mission since our refit. Let's make it a good one. Disengage docking clamps. Already happened. Haben sie neue benutzt, ja. Die haben ja viele. Docking clamps so released. Thrusters ahead, Mr. Handar.
That should do it. Set a course for the Hotari system. Prepare to go to Warp 8. Aye, Captain. You know what? You take this. No, ich wollte es doch wissen. Aber jetzt kann ich mir was aussuchen, oder? Bestimmt. Ich nehme den Picard. Engage. Make it so. Hätte ich auch machen können. Ja, genau so gab es es. Simple, but effective. Let her fly. Wie war das bei Burnham? Die sagt, let's fly. Das ist auch Easy. Thank you. I'm fine. Really, You don't look so good. Guck doch mal vielleicht auf deine Deuridium-Werte. Ist dir nicht aufgefallen, dass das Ding rot ist? I have to get to sickbay. Go. Was ist mit ihr? Was ist sie eigentlich für eine schlechte Publianerin oder wie die heißt? Müsste sie nicht wissen, wie viel sie ungefähr braucht an so einem Tag und dass sie jetzt nach ein paar Stunden schon umkippt auf dem Schiff, ist ganz schön peinlich. Für sie. Also. Ach, Well, der gute Lila that was Star. quite a scare. A few minutes more and it would have been one of the shortest tenures on record for a first officer. Is that the engineer that was out on the hull? That storm did a real number on him, but he'll live. Just needs rest. You should worry about yourself. Your deridium levels got dangerously low and destabilized your cell structure. This is definitely one of the more memorable first days I can think of. My name is Dr. Aram Duval, Chief Medical Officer. To be honest, I've never met a Kobliad before. You're Rare. I know. I was going to say special. Your people's numbers have dwindled, despite the Federation's efforts to find a more readily available alternative to the deridium you need to survive. Yet you joined Starfleet and managed to thrive. I imagine the responsibility must be overwhelming. Maybe even a burden at times. I know what it means. And I know the responsibility that comes with it. But I can't be anything more than who I am. And if someone has a problem with that, or expects something else, then that's their problem, not mine. That's exactly right. Ich habe ja gesagt, ich spiele And don't sehr worry, viel. I won't treat you like a science experiment. I just do the science and leave the experiments to Solano. You don't agree with his methods? I don't agree with his definition of acceptable risks. Ja, das habe ich When mir the lives gedacht. of your crew are at stake. Letzte Folge ja schon My gesagt. professional opinion is that the accident took a toll. More than he's willing to admit. He's overstressed, operating in the pressure cooker of his own mind. Which is never a good headspace when the lives of your crew are at stake. Ganz genau. What concerns me is that now he's even further away from the thing he's been chasing his entire career. Breakthrough discovery. The major innovation. Something he can put his name on. I hear you. But that's my job, isn't it? To make sure that doesn't happen. And we don't lose sight of the bigger picture. Which is exactly why I'm so glad you're here. We need you now more than ever. And I have to give you credit for what happened on the bridge. It took guts to defy a direct order. An deinem ersten Arbeitstag. Huh. I guess word travels fast around here. Es ist It's a small ship. And everyone's curious about the new XO. Fortunately, your cell structure is almost completely stabilized. And I'll spare us both the lecture, but I do feel it's my responsibility to remind you, without regular infusions of deridium, you will not live. It's as simple as that. Kann sie nicht einfach so eine kleine Ampulle am Understood. Gürtel tragen? And Für my Notfälle? work here is done. Mit einem Hypospray kann man nicht ein Hypospray mit dem Zeug voll machen und sie hat das immer am Gürtel? Lieutenant Bedrosian. I came to see if you were okay. We were all pretty worried on the bridge. No one knew what was happening. I'm feeling much better. Thank you. It's just part of who I am. You don't have to explain to me. I understand.
I'm just glad you're okay. You trusted me earlier with the shields, and I appreciated that. I want you to know that I have your back. Thank you. Ich sag ja, meine treue Gang, die ich um mich rum aufbaue. Es funktioniert. Der Plan funktioniert. Now, Carter, the emissions that gave you that burn are quite unusual, like everything else that goes with this storm. That's a combination of hyronalin and lectrazine to counter the radiation effects. That should help speed your healing. She's come by a couple of times to see you already. Da geht doch was. Be brief. It's good to see you awake again. I was starting to get worried. Not that you aren't in good hands with Dr. Duvall. Ah, come on, you know you can't get rid of me that easy. Don't push me, Diaz. You do not want to see me try. No, nope. I am not getting on your bad side. I am a formidable enemy. Millie was looking in on you too, by the way. But since it's just us right now, I had a chance to think about this while I was away. And I thought it was important that I just come out and tell you, instead of tiptoeing around it. It's okay, Miranda. You can tell me anything. I know that. Then come on. Just spit it out. I'm trying. Let me talk. Talk faster. What I'm trying to say is, we've been really good friends for a long time. But I got back here and I couldn't ignore it anymore. I want to see if there's more between us than just being friends. Ja, komm. You don't have to explain it. I feel the same way. There is something between us. So, do you want to find out what that something is? If it's there for you, and it's there for me, why not give it a try? Are you kidding me? I just said yes. I wanted to be sure I heard that right. Sorry, Animationen sind schon ein bisschen but gruselig. the patient needs to rest if he wants to get back to his old self. Of course. I'll see you again soon. Ich sag mal, ein paar Monate mehr Animationszeit hätten vielleicht gut getan. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie Motion Capturing gemacht haben dafür. Vielleicht so ein bisschen mehr Geld, um Performance Capturing zu machen für die Gesichtsanimation wenigstens. Approaching the rendezvous point outside Atari space. Helm, bring us out of warp. Dropping to impulse. Ionic interference surging, Captain. Shield integrity holding. We can take it. We are at the correct coordinates to meet the shuttle. Commander Rydek, find us our diplomat, if you will. Aye, Captain. Lass mich raten. Let's reduce Der the einzige noise. Diplomat, den ich Filter out kenne, ist environmental Spock. signals. I can manually tune what's left for Federation signal types. So. Zip, zip, zip. Da ist das Shuttle, oder? I've located the shuttle. Opening comms. On screen. Oh, das sieht nicht gut aus. Shuttle to Resolute. Shuttle to Resolute. Debris field. Lost maneuvering. Losing. I can't get it any clearer. We won't get a transporter lock. It's just not happening. Power up the tractor beam. We'll pull them directly into the docking bay. Diaz, you good to run the tractor emitter? Yes, sir. You sure? Ist er der Einzige, der sowas kann? I'm sure. Haben die nicht hunderte Leute an Bord? Kann da niemand den Traktorstrahl bedienen, außer der Typ, der vor 2 Stunden noch fast Come on, gestorben Diaz. ist? Oder vor einem halben Tag oder so? First thing, lock onto the shuttle and stabilize the rotation. Okay. Jetzt wird getraktorbeamt hier. Zack. Da ist aber ein Asteroid im Weg, ne? Das ist okay. Das ist gut. Wir haben's stabilisiert. Alles klar. Ja, genau, das... We're pulling in debris. Ganz genau, das habe ich doch gesagt. Da sind Asteroiden im Weg. Okay.
So, den schieben wir mal schön zur Seite hier. Zack. So, den müssen wir auch mal ein bisschen wegschieben. Vorsicht. Und nein, du zermatscht uns nicht unseren Botschafter. Nein, 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 nein. Zack. Hier gibt es keinen Diplomatengulasch heute. That's gonna take out the shuttle. There's the bridge. There's a large piece of debris headed for the shuttle. The tractor beam can't handle it. Can our shields take it? I believe so. Commander Ryder, plot an intercept course. On it. Jawohl. Ich kümmere mich. Wie so oft kümmere ich mich um alles hier. Machst du auch mal irgendwas, Captain? Ja. Jetzt wird hier hart intercepted. Ah. Ja, zack. Wir fliegen jetzt Here we dazwischen. go. Maneuvering thrusters bearing 53 Mark 17. 200 meters on an intercept course. Maneuvering. Got it. Whoa! Someone's working hard on the bridge. Ja, hier wird überall hart gearbeitet. So, und jetzt holt es nur noch rein. Komm. Wir müssen jetzt ja nur noch zu uns ziehen, das kann nicht so schwer sein. Zack. Da ist er auch schon. Diaz ist einfach der größte Held, den ihr am Bord des Schiffes haben. Also wenn der nicht binnen dieses einen Spiels direkt zum Commander befördert wird, weiß ich auch nicht mehr. We got the shuttlecraft on board. Good job. We're on our way down to meet them. Super. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle doch mal eine kleine Pause. Die Folge ist sehr lang geworden, aber wir haben auch viel erlebt. Kurze Zusammenfassung, wir haben eine kleine Diskussion gehabt mit dem Captain, der sich natürlich beschwert hat, dass wir gegen seine direkten Befehle verstoßen haben. Wir haben ihn aber so ein bisschen halbwegs davon überzeugt, dass das schon richtig so war und er hat uns zumindest nicht direkt wieder gefeuert. Also, I call that a win. Genau, wir haben ansonsten gesehen, dass alle haben überlebt. Wir konnten die Mission starten. Der gute Carter hat eine leichte Verbrennung im Gesicht und ist ordentlich verstrahlt. Aber es wurde ihm abgegolten mit mit einem sehr netten Gespräch mit Miranda, die Lust hat, mit ihm eine romantische Beziehung zu beginnen. Mal gucken, was Nilly dazu sagt, seine beste Freundin. Wir werden es herausfinden. In der nächsten Folge, wenn wir vor allen Dingen herausfinden, wer der Botschafter ist. Oder der Diplomat. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Commander Spock ist, oder Captain Spock, oder Botschafter Spock, wie er jetzt wahrscheinlich heißt. Denn es ist tatsächlich der einzige Diplomat. Na, es stimmt nicht ganz. Sarek gibt es auch noch, aber der ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon tot. Ist einer der wenigen Föderationsdiplomaten, die man überhaupt irgendwie so kennt aus den Serien und Filmen. Naja, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Lebt lang und in Frieden. Bis dahin. Ciao, ciao.